20 Minuten täglich schlagen 3 Stunden am Wochenende. Viele Menschen fragen sich beim Sprachenlernen, wie viel Zeit muss ich investieren? Viele denken sofort an lange Einheiten, stundenlanges Pauken oder volle Wochenenden. Doch die Wahrheit ist, nicht die Menge, sondern die Regelmäßigkeit entscheidet. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Es wächst nicht durch einen einzigen Marathontag, sondern durch kleine, regelmäßige Impulse. Und genau hier liegt das Problem der typischen Wochenendlernmethode. Unter der Woche wird nichts gemacht und am Samstag oder Sonntag setzt man sich 3 Stunden hin. Das klingt fleißig, ist aber ineffektiv. Nach 6 Tagen ohne Wiederholung hat das Gehirn vieles bereits vergessen. Dazu kommt die Überlastung. Nach 1 Stunde sinkt die Konzentration, nach 2 Stunden ist man erschöpft. Und wenn ein Wochenende mal ausfällt, geht eine ganze Woche verloren. Besser ist es, dem Gehirn kleine tägliche Einheiten zu geben. Studien zeigen klar, wer regelmäßig kürzere Sessions macht, erinnert sich langfristig besser. Wenn du heute 20 Minuten lernst und morgen wieder, baust du sofort eine Brücke zwischen den Tagen. Die Wörter sind frisch, die Strukturen werden wiederholt und genau dadurch wandert das Wissen ins Langzeitgedächtnis. Warum ist das so? Weil Wiederholung in kurzen Abständen viel stärker wirkt als geballte Lernsessions. Stell dir vor, du lernst am Montag den Satz: Ich gehe heute ins Kino. Wenn du ihn erst am Samstag wiederholst, musst du fast von vorn anfangen. Wenn du ihn Dienstag und Mittwoch wiederholst, sitzt er schon fest. Doch das Geheimnis liegt nicht nur in der Wiederholung, sondern auch in der Gewohnheit. Wenn Lernen Teil deines Alltags wird, wie Zähneputzen, brauchst du keine extra Motivation mehr. Du machst es einfach. Starte klein, vielleicht mit 5 Minuten. Und sobald das sitzt, baue auf 20 Minuten aus. So entsteht eine Routine, die dich trägt, auch wenn die Lust einmal fehlt. Und genau darum reichen schon 20 Minuten pro Tag. Sie sind realistisch, machbar und trotzdem unglaublich wirksam. 20 Minuten wirken klein, aber summieren sich. Das sind 140 Minuten pro Woche, mehr als 9 Stunden im Monat. Und weil die Impulse täglich kommen, bleibt das Gelernte im Kopf. Was kannst du in diesen 20 Minuten machen? Sehr viel. Du kannst einen kurzen Podcast hören, einen Absatz lesen, ein paar Sätze schreiben oder Shadowing üben. Die besten Minisessions kombinieren sogar 2 Fähigkeiten: Hören und Nachsprechen, Lesen und Zusammenfassen, Schreiben und laut vorlesen. Kleine Routinen wirken unscheinbar, doch sie haben einen enormen Effekt. So wie kleine Beträge auf einem Sparkonto mit der Zeit zu einer großen Summe werden, summieren sich deine täglichen 20 Minuten zu Hunderten Stunden pro Jahr. Und mit jeder Session wächst deine Sicherheit im Sprechen, dein Wortschatz und dein Hörverständnis. Wichtig ist dabei zu verstehen, Motivation ist schön, wenn sie da ist, aber Konsistenz ist stärker. Wer nur bei Lust lernt, macht vielleicht 3 Sessions im Monat. Wer täglich 20 Minuten übt, kommt auf 30, selbst ohne große Motivation. Und genau diese Beständigkeit entscheidet über Erfolg oder Stillstand. Am Ende zählt nicht, wie viel du an einem einzigen Tag lernst. Am Ende zählt, wie viele Tage du hintereinander drangeblieben bist. Sprachenlernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und den gewinnst du nicht durch einzelne Kraftakte, sondern durch kleine, regelmäßige Schritte, Tag für Tag. Also starte klein, bleib dran und vertraue dem Prozess. Denn wenn du täglich deine 20 Minuten investierst, wirst du in einem Jahr erstaunt sein, wie weit du gekommen bist. Ohne Stress, ohne Burnout, nur mit der Kraft der Konsistenz. Unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, große Mengen Information auf einmal zu speichern. Es lernt am besten in kleinen Portionen, die regelmäßig wiederholt werden. Das Prinzip des Spacing-Effekt.
In der Lernpsychologie gibt es den sogenannten Spacing-Effekt. Er zeigt, Informationen bleiben besser im Gedächtnis, wenn man sie über viele kurze Sitzungen verteilt, anstatt sie in einer langen Sitzung zu pressen. Warum kleine Einheiten wirken? Bei 20 Minuten pro Tag gibst du deinem Gehirn genau die Zeit, die es braucht, um neue Wörter zu verarbeiten und alte zu wiederholen. Die Belastung ist gering, aber die Wiederholung konstant. So verschiebt sich das Wissen Stück für Stück ins Langzeitgedächtnis. Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, du lernst das Wort der Schirm. Wenn du es nur einmal am Samstag siehst, wirst du es schnell wieder vergessen. Wenn du es Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils kurz wiederholst, bleibt es hängen, selbst wenn du insgesamt weniger Zeit investierst. Neurobiologische Erklärung. Beim Lernen entstehen Verbindungen zwischen Nervenzellen. Je öfter diese aktiviert werden, desto stärker werden sie. Kurze, regelmäßige Aktivierungen sind wie tägliches Training für diese Verbindungen. Sie werden stabil, fest und abrufbar. Fazit: Dein Gehirn liebt kleine Häppchen, nicht riesige Portionen. Darum ist tägliches Lernen nicht nur angenehmer, sondern auch wissenschaftlich effektiver. Mit 20 Minuten am Tag trainierst du dein Gehirn genau so, wie es am besten funktioniert. Regelmäßig, leicht und nachhaltig. Stell dir vor, du gießt eine Pflanze. Wenn du sie nur einmal pro Woche mit 3 Litern Wasser überflutest, geht sie eher ein. Wenn du sie aber jeden Tag ein wenig gießt, wächst sie gesund und stabil. Genauso funktioniert auch dein Gedächtnis. Der Effekt der kurzen Abstände. Wenn du Wörter und Strukturen alle 1 bis 2 Tage wiederholst, bleiben sie aktiv. Dein Gehirn erkennt, das ist wichtig, das kommt immer wieder. Die Information wandert vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Das Vergessen bekämpfen. Die berühmte Vergessenskurve zeigt, schon nach 24 Stunden verlierst du einen großen Teil des Gelernten, wenn du es nicht wiederholst. Eine kurze Wiederholung am nächsten Tag unterbricht diese Kurve und sichert das Wissen. Beispiel: Du lernst am Montag den Satz „Ich gehe heute ins Kino“. Wenn du ihn erst am Samstag wiederholst, musst du fast von vorne anfangen. Wenn du ihn am Dienstag und Mittwoch wiederholst, sitzt er am Samstag schon fest. Kleine Impulse, große Wirkung. Das Gehirn liebt diese kurzen, wiederkehrenden Impulse. Es ist wie ein Muskel, der durch tägliche Aktivierung stärker wird. Nicht durch Anstrengung in Überlastung, sondern durch konstantes Training. Fazit: Wiederholung in kurzen Abständen ist wie das ständige Nachschärfen eines Messers. Das Wissen bleibt frisch, klar und abrufbar. Und genau deshalb ist tägliches Lernen, auch wenn es nur 20 Minuten sind, der Schlüssel zu echtem Fortschritt im Deutschen. Viele glauben, dass sie für das Sprachenlernen jeden Tag Motivation brauchen. Doch die Wahrheit ist, Motivation kommt und geht. Was dich wirklich weiterbringt, sind Gewohnheiten. Warum Gewohnheiten stärker sind als Motivation? Wenn du jedes Mal überlegen musst, habe ich heute Lust zu lernen, wirst du oft Nein sagen. Aber wenn Deutschlernen zu einer Routine wird, wie Zähneputzen, brauchst du keine extra Willenskraft. Du machst es einfach, weil es Teil deines Tages ist. Wie eine Gewohnheit entsteht. Psychologen beschreiben den Habit Loop. Auslöser: ein Signal im Alltag, zum Beispiel nach dem Frühstück. Routine: du lernst 20 Minuten Deutsch. Belohnung: ein gutes Gefühl, ein Häkchen im Kalender, ein Stück Schokolade. Wenn du diesen Kreislauf wiederholst, wird Lernen automatisch. Klein anfangen. Viele scheitern, weil sie zu viel auf einmal wollen. Besser, fang mit 5 Minuten an. Wenn das zur Gewohnheit wird, erweiterst du auf 20 Minuten. So baust du Stabilität Schritt für Schritt auf.
Beispiel: Stell dir einen festen Zeitpunkt, immer nach dem Abendessen. Mach dein Tagebuch auf, hör ein kurzes Audio oder wiederhole Vokabeln. Nach ein paar Wochen fragst du dich nicht mehr, ob, sondern was du heute lernst. Fazit: Gewohnheit ist stärker als Motivation. Wenn du Konsistenz zur Routine machst, wirst du auch an Tagen ohne Lust lernen. Und genau das macht den Unterschied zwischen Aufgeben und Durchhalten. Viele glauben, dass man stundenlang lernen muss, um Fortschritte zu machen. Doch das ist ein Irrtum. Schon 20 Minuten pro Tag können eine enorme Wirkung haben, wenn du sie regelmäßig einsetzt. Warum 20 Minuten reichen? 20 Minuten sind lang genug, um konzentriert zu arbeiten, aber kurz genug, um sie in jeden Alltag einzubauen. Du kannst in dieser Zeit ein Audio hören, einen kurzen Text lesen, ein paar Sätze schreiben oder Shadowing machen. Es ist kein Marathon, eher ein täglicher Sprint, der dich konstant voranbringt. Psychologischer Vorteil: 20 Minuten wirken machbar. Wenn du dir vornimmst, 3 Stunden zu lernen, erscheint die Hürde riesig und oft schiebst du es auf. Bei 20 Minuten gibt es keine Ausreden. Das passt in jede Mittagspause oder zwischen 2 Aufgaben. Mathematisches Beispiel: 20 Minuten pro Tag sind 140 Minuten pro Woche. Das sind über 9 Stunden pro Monat. Und der Unterschied? Dein Gehirn bekommt 30 kleine Impulse statt 4 oder 5 große. Die Wiederholung macht den Unterschied, nicht die Länge einer einzelnen Sitzung. Fokus zählt mehr als Dauer. Wenn du diese 20 Minuten konzentriert nutzt, wirst du mehr erreichen als bei 2 Stunden unkonzentriertem Lernen. Es geht darum, bewusst und aktiv zu üben, nicht die Zeit abzusitzen. Fazit: 20 Minuten sind keine Notlösung, sondern eine Strategie. Klein, machbar, nachhaltig und gerade deshalb so wirksam. Wenn du dieses Prinzip ernst nimmst, wirst du erstaunt sein, wie weit es dich bringt. Oft fragen sich Lernende, was soll ich in nur 20 Minuten überhaupt machen? Die Antwort: sehr viel, wenn du die Zeit klug nutzt. Hören. Hör einen kurzen Podcast oder einen Nachrichtenbeitrag. Konzentriere dich auf ein Thema oder einen Abschnitt von 2 bis 3 Minuten. Wiederhole ihn mehrmals und notiere Schlüsselwörter. Sprechen. Mach 5 Minuten Shadowing mit einem Audio. Beschreibe laut, was du gerade machst. Ich sitze am Tisch, vor mir steht ein Glas Wasser. Sprich in dein Handy und hör dir deine Aufnahme an. Schreiben. Führe ein kurzes Tagebuch. Heute war ich müde, aber ich habe Deutsch gelernt. Schreib eine Liste. Dinge, die ich heute gesehen habe. Nutze ein Wort des Tages in 2 oder 3 Sätzen. Lesen. Lies einen kurzen Artikel oder einen Abschnitt aus einem Buch. Markiere Wörter, die du verstehst, und 2 bis 3 neue Wörter. Versuche, den Inhalt in eigenen Worten zusammenzufassen. Kombination. Die besten Mini-Sessions verbinden 2 Fähigkeiten. Zum Beispiel: lies einen kurzen Text, lesen, und sprich danach laut eine Zusammenfassung, sprechen. Oder hör ein Audio und schreibe ein paar Sätze darüber, schreiben. Das Ziel ist nicht, alles auf einmal zu machen, sondern die 20 Minuten gezielt einzusetzen. Schon eine fokussierte Übung pro Tag reicht, um dein Deutsch spürbar zu stärken. Fazit: 20 Minuten sind klein, aber wenn du sie klug nutzt, kannst du in einer Woche alle 4 Fertigkeiten trainieren. So entsteht eine Balance, die dich Schritt für Schritt sicherer macht. Viele unterschätzen, wie stark kleine Routinen wirken. Sie denken, 20 Minuten am Tag, das ist doch nichts. Doch in Wahrheit summieren sich diese kleinen Einheiten zu einem riesigen Effekt. Das Prinzip der Zinsen. Wie beim Geld auf einem Sparkonto wächst auch beim Lernen die Wirkung durch Konstanz. Ein kleiner Betrag, jeden Tag eingezahlt, wird mit der Zeit zu einer großen Summe. So ist es auch mit 20 Minuten Deutsch.
Sie bauen sich Woche für Woche zu hunderten Stunden auf. Der Schneeballeffekt. Am Anfang merkst du kaum Unterschiede, doch nach einigen Wochen stellst du fest, du verstehst plötzlich Wörter, die dir früher fremd waren. Nach einigen Monaten kannst du flüssiger sprechen, ohne lange nachzudenken. Nach einem Jahr schaust du zurück und siehst, aus 20 Minuten pro Tag sind über 120 Stunden echtes Training geworden. Warum Routinen stark sind? Routinen nehmen dir die Entscheidung ab. Du musst nicht mehr überlegen, ob du lernst, sondern nur noch, was du heute machst. Das reduziert Widerstand und macht den Fortschritt unvermeidlich. Beispiel aus dem Alltag. Stell dir 2 Personen vor. Person A lernt samstags 3 Stunden. Person B lernt jeden Tag 20 Minuten. Nach 6 Monaten hat Person B nicht nur mehr Stunden, sondern vor allem mehr Kontinuität und dadurch mehr Sicherheit im Sprechen und Verstehen. Fazit: Kleine Routinen sind wie Tropfen Wasser, die einen Stein formen. Sie wirken unscheinbar, aber sie verändern alles. Wenn du jeden Tag 20 Minuten investierst, wirst du erstaunt sein, wie groß der Unterschied nach Monaten und Jahren ist. Viele warten auf den richtigen Moment, um zu lernen. Sie sagen, heute bin ich müde, ich habe keine Motivation, morgen bestimmt. Das Problem: Wenn du dich auf Motivation verlässt, wirst du unregelmäßig lernen. Und unregelmäßiges Lernen bringt kaum Fortschritt. Warum Motivation unzuverlässig ist? Motivation ist wie das Wetter. Mal sonnig, mal grau. Manchmal bist du voller Energie, manchmal einfach nicht. Wenn dein Lernen davon abhängig ist, wird es unbeständig. Warum Konsistenz stärker ist? Konsistenz bedeutet, du lernst, auch wenn du keine Lust hast. Nicht 3 Stunden, nur deine 20 Minuten. Genau diese kleine Verpflichtung hält den Ball am Rollen. Das Gesetz der kleinen Schritte. Oft merkst du, wenn du erstmal anfängst, kommt die Motivation von selbst. Die Hürde liegt nicht im Lernen, sondern im Start. 20 Minuten wirken klein, aber sie brechen den Widerstand. Beispiel: Ein Lernender, der nur bei guter Laune übt, macht vielleicht 2-3 Sessions im Monat. Ein anderer, der konsequent 20 Minuten am Tag übt, kommt auf 25 bis 30 Sessions, auch wenn er nicht immer motiviert war. Das Ergebnis ist nicht Talent, sondern Regelmäßigkeit. Fazit: Motivation ist Bonus, Konsistenz ist die Basis. Wenn du dich auf Konsistenz verlässt, wirst du auch an schwachen Tagen lernen. Und genau das macht den Unterschied zwischen Wunsch und Ergebnis. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment. Sie denken, heute bin ich müde, morgen habe ich bestimmt mehr Motivation. Doch genau das ist der Grund, warum so viele scheitern. Sie machen ihr Lernen abhängig von Lust und Laune. Motivation ist unzuverlässig. Manchmal bist du inspiriert, manchmal nicht. Es gibt Tage voller Energie und Tage, an denen du einfach keine Lust hast. Wenn du dich nur auf Motivation verlässt, wirst du unregelmäßig lernen. Konsistenz ist stabil. Konsistenz bedeutet, du lernst auch dann, wenn du keine große Lust hast. Nicht stundenlang, nur deine 20 Minuten. Und genau das macht den Unterschied. Jeder kleine Schritt hält die Sprache frisch in deinem Kopf. Das Geheimnis der kleinen Starts. Oft reicht es, einfach anzufangen. Sobald du dein Buch aufschlägst, den Podcast startest oder dein Tagebuch öffnest, kommt die Motivation von selbst. Die Energie entsteht im Tun, nicht im Warten. Beispiel: Lernender A arbeitet nur, wenn er motiviert ist, vielleicht 3 bis 4 Mal im Monat. Lernender B macht jeden Tag 20 Minuten, egal wie er sich fühlt. 25 bis 30 Sessions im Monat.
Nach einem Jahr hat Lernender B über 300 Sessions Vorsprung. Nicht durch Motivation, sondern durch Konsistenz. Fazit: Motivation ist schön, wenn sie da ist. Aber Konsistenz ist das, worauf du dich verlassen kannst. Wenn du täglich deine kleinen 20 Minuten machst, wächst dein Deutsch Stück für Stück, auch an Tagen ohne Lust. Am Ende zählt nicht, wie viel du an einem einzigen Tag lernst. Am Ende zählt, wie viele Tage du hintereinander dran geblieben bist. Konsistenz schlägt Intensität. 3 Stunden am Samstag klingen fleißig, aber 20 Minuten jeden Tag bringen dich weiter. Denn dein Gehirn braucht ständige Impulse, keine einmaligen Kraftakte. Die kleine Routine macht den Unterschied. 20 Minuten hören, lesen, schreiben oder sprechen, das reicht. Wenn du das jeden Tag machst, summiert sich die Zeit zu hunderten Stunden pro Jahr. Und jede dieser kleinen Einheiten stärkt dein Gedächtnis, deine Aussprache und dein Selbstvertrauen. Die Psychologie ist auf deiner Seite. Kleine Schritte sind machbar, überfordern nicht, lassen sich leicht in den Alltag integrieren und genau deshalb hältst du sie durch. Das große Bild. Heute 20 Minuten, ein kleiner Schritt. 30 Tage, 10 Stunden konzentriertes Training. Ein Jahr über 120 Stunden. Nicht in einem Block, sondern verteilt. So wie das Gehirn es am besten speichert. Fazit: Sprachenlernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wie bei jedem langen Lauf gewinnst du nicht durch einen einzelnen Sprinttag, sondern durch beständige Schritte, Tag für Tag. Also, starte klein, bleib dran und vertraue dem Prozess. Denn wenn du jeden Tag deine 20 Minuten investierst, wirst du in einem Jahr erstaunt sein, wie weit du gekommen bist. Ohne Stress, ohne Burnout, nur mit der Kraft der Konsistenz.